Die AfD-Bundestagsfraktion setzt sich für die Abschaffung der Wegzugsteuer an. Was es mit diesem interessanten Vorschlag auf sich hat und mit dem Shitstorm, der nicht lange hat auf sich warten lassen, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Wir haben ja schon viele Videos auf diesem Kanal über die Wegzugssteuer gemacht. Es handelt sich um den Paragraphen 6 des Außensteuergesetzes. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet er, dass wenn du an einer Kapitalgesellschaft im In- oder Ausland beteiligt bist, und zwar zu mindestens 1%, dann musst du beim Verlassen Deutschlands, wenn du also auswanderst, möglicherweise eine sogenannte Wegzugssteuer bezahlen. Nehmen wir einmal an, du gründest eine GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital. 10 Jahre später verlässt du Deutschland und diese GmbH ist jetzt 2 Millionen Euro wert, dann musst du auf die Differenz zwischen diesem Wert und dem Stammkapital, was du damals bezahlt hast, also 1.975.000 Euro Wegzugsteuer bezahlen, um Deutschland verlassen zu können. Das sind also gigantische Beträge. Wir sprechen ja locker mal von eben 500.000 Euro oder mehr. Das betrifft Groß und Klein. Das betrifft nicht nur die irgendwelche Superreichen, sondern das betrifft jeden Familienunternehmer, der Deutschland gerne verlassen möchte und an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Seit Anfang 2025 betrifft es auch jene, die mindestens 500.000 Euro in einen ETF einbezahlt haben. Auch sie müssen ab sofort die Wegzugsteuer bezahlen. Erschreckenderweise hat Deutschland die Karten 2022 nochmals neu gemischt. Das Ganze nochmal stark verschärft. Jetzt wird die Wegzugsteuer auch fällig, wenn du innerhalb der Europäischen Union umziehst. Das war damals nicht der Fall. Da konnte man noch innerhalb der EU umziehen und dann wurde die Wegzugsteuer gestundet. Zum Beispiel, bis man dann tatsächlich aus dem Ausland heraus das Unternehmen verkauft hat. Dann musste man dann eben die Wegzugsteuer bezahlen, die damals festgesetzt worden war, als man Deutschland verlassen hatte. Aber seit 2022 ist auch diese sinnvolle und mit dem EU-Recht vereinbare Regelung in Deutschland leider nicht mehr Recht und Gesetz. Jetzt eben auch beim Wegzug innerhalb von EU-Ländern muss man abdrücken. Wie gesagt, es gibt hier ganz viele Videos auf diesem Kanal zu diesem Thema. Schau es dir einfach mal an, wenn du dich damit interessierst. Aber es ist eine der ganz großen Herausforderungen, denen man sich stellen muss, wenn man auswandern will. Das braucht viel Planung, das braucht gute Beratung durch den Steuerberater. Also das ist auf jeden Fall etwas, was für viele ein riesen Headache ist und ganz ehrlich auch in vielen Fällen dazu führt, dass man dann eigentlich nicht auswandern kann, denn man muss ja diese Steuer aus dem laufenden Cashflow bezahlen und das ist für viele natürlich schwierig, weil ebenso wie in meinem Beispiel gerade eben 500.000 berappen zu müssen, nur damit man aus Deutschland rauskommt. Also eine ganz entsetzliche, schreckliche Angelegenheit. Tatsächlich wird vielfach argumentiert, gerade von Personen im linken politischen Spektrum, dass es ja eine sogenannte Exit-Tax in vielen Ländern gibt. Tatsächlich ist sie aber meistens nicht so streng wie in Deutschland. Es gibt eine Wegzugsteuer zum Beispiel auch in Holland, aber da musst du mindestens zu 5% an einem Unternehmen beteiligt sein. Es gibt sie zum Beispiel auch in Österreich, aber da kannst du innerhalb der EU umziehen, ohne die Wegzugsteuer bezahlen zu müssen. Und es gibt sie auch in den USA, aber dort betrifft sie nur Green Card-Inhaber oder aber amerikanische Staatsangehörige. Du kannst 30, 40, 50 Jahre lang in den USA leben mit einem E2-Visum, ein riesiges Unternehmen dort aufbauen, ein riesiges Vermögen dort aufbauen. Dann kannst du die USA verlassen, in ein Niedrigsteuerland umziehen und das Ganze verkaufen. Du zahlst keinen einzigen Cent Steuern. Also das ist diese Wegzugsteuer in vielen anderen OECD- bzw. G7-Ländern gibt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es gibt ähnliche Steuern, aber garantiert ist keine so streng wie die in Deutschland. Länder, die es mit der Freiheit ernst nehmen, wie zum Beispiel eben die USA oder auch der UK. Ich muss zögern, wenn ich das sage, aber eben auch der UK. Sie haben keine Wegzugsteuer und sie haben sich bisher dem Druck widersetzt, eine solche einzuführen, weil es eben mit dem Grundgedanken der Freiheit, der Demokratie, des freien Bürgers, des Liberalismus definitiv nicht vereinbar ist. Also daher aus meiner Sicht ein sehr vernünftiger Vorschlag der AfD. Schauen wir uns das Ganze mal hier im Wortlaut an. 4.11.2025, 21. Wahlperiode im Deutschen Bundestag. Hier sind die Abgeordneten. Aufhebung der sogenannten Wegzugsbesteuerung gemäß § 6 des Außensteuergesetzes. Dann werden hier die einzelnen Punkte aufgelistet. Meiner Meinung nach ist dieser zweite Punkt hier falsch. Satz 2. Paragraph 6 Außensteuergesetz sieht besondere Regelungen für Wegzüge innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums EWR vor, darunter die Vereinbarung
einer Ratenzahlung der Steuerlast bis zur tatsächlichen Veräußerung der Anteile. Das ist so, wie gesagt, nicht mehr. Man kann natürlich die Wegzugsteuer in Raten bezahlen, aber es gibt hier keine Sonderregeln mehr, wenn man innerhalb der EU umzieht. Aber ansonsten natürlich eine ziemlich gute Idee, das so vorzuschlagen. Unterschrieben dann von Weidel, Rupella und der Fraktion. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass die AfD damit durchkommt. Das wird die SPD niemals zulassen. Und natürlich auch die CDU wird es nicht zulassen, denn sie will sich ja nicht hier nachsagen lassen, dass sie gute Ideen von der AfD übernommen hat, insbesondere wenn es um Ideen geht, wo der Bürger tatsächlich einmal weniger Steuern bezahlt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle eigentlich aber sofort was einwerfen und das ist wichtig auch für den weiteren Verlauf des Videos, denn ich will mich ja gleich jetzt vor allen Dingen mit der Reaktion auf diesen meiner Meinung nach sehr sinnvollen Vorschlag der AfD hier einlassen. Ich habe meine politische Position ja schon in vielen Videos hier dargelegt. Ich bin nicht Wähler, ich habe noch nie in Deutschland gewählt. Ich dürfte in Deutschland wählen, ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen, ich dürfte natürlich an der Briefwahl teilnehmen. Ich mache es nicht. Ich bin überzeugter Briefwähler. Ich glaube an keine der politischen Parteien in Deutschland und auch nicht an die AfD. Für mich ist das alles so wie die deutsche Bundesliga. Am Ende sind es alles Clubs, am Ende sitzen sie alle am großen Tisch zusammen und verteilen, was es zu verteilen gibt. Ansonsten hast du garantiert keine Chance, in dem System auch nur einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und da die AfD ja tatsächlich hier einen Fuß auf den Boden bekommen hat, spielt sie im Club mit, wie alle anderen auch. Das heißt, vor der Kamera gelten grundsätzlich einmal andere Regeln als hinter verschlossenen Türen und das gilt mit Sicherheit auch für die AfD. Natürlich finde ich das demokratische System wichtig. Ich finde wichtig, dass wir einen funktionierenden Staat haben, der das persönliche Eigentum schützt, der sich um Recht und Gesetz kümmert, der sich um Verteidigung kümmert, der sich um Rechtsprechung kümmert, der sich um Straßenbau kümmert, der sich darum kümmert, dass die Wirtschaft florieren kann, dass der Bürger florieren kann. Das ist natürlich wichtig. Ich glaube nicht, dass es da eine Partei gibt in Deutschland, die das besser kann als eine andere. Aber grundsätzlich, wenn man dann eine Partei wählt, muss man immer wieder das kleinere Übel wählen. Denn man muss gleichzeitig auch immer akzeptieren, dass diese Partei schwere Mängel hat. Das ist generell bei allen Politikern so. Ich glaube auch nicht an Donald Trump oder an andere politische Figuren, sagen wir mal zum Beispiel Milei in Argentinien. Ich finde Positionen von vielen Politikern interessant. Ich finde es wichtig, dass man gute Positionen, wie jetzt gerade die mit der Wegzugsteuer hier würdigt, dass man das ernst nimmt, dass man das richtig diskutiert. Und ich finde es natürlich völlig abartig aus demokratischer Sicht, dass man hier Brandmauern aufbaut, gerade wenn es um eine Partei geht, die von so vielen Bundesbürgern unterstützt wird. Der beste Weg, diese Partei zu entzaubern, wenn ich das denn will, als CDU zum Beispiel, wäre mit dieser Partei zusammenzuarbeiten und mal sehen, wie sich ihre Vorschläge umsetzen lassen. Aber ich denke mir, die CDU hat die Hosen voll, dass sich nämlich die Vorschläge der AfD wahrscheinlich als sinnvoll erweisen. Deswegen will sie die AfD natürlich hier nicht zum Zug kommen lassen. Also das ganze Zeug hier von Brandrede, diese ganze Isolierung der AfD finde ich komplett falsch. Das sollte man nicht tun, insbesondere dann, wenn man die Befürchtung hat, dass es in der AfD extremistische Tendenzen gibt, dass hier zum Beispiel von AfD-Politikern oder von AfD-Anhängern beziehungsweise Funktionären das Dritte Reich verherrlicht wird. Natürlich nicht öffentlich, denn das ist ja strafbar in Deutschland, aber durch Andeutungen entsprechende Positionen vermittelt werden. Das ist meiner Meinung nach absolut so. Da gibt es viele Beispiele, wo es in der AfD entsprechende Äußerungen gab. Natürlich nicht öffentlich und da gibt es sicherlich auch Leute, die überhaupt nicht so denken, aber dass man so dieses Kapitel der deutschen Geschichte am liebsten wegwischen möchte, dass man da kein Mahnmal in der Mitte von Berlin haben will, das sind ja alles Aussagen, die AfD-Politiker tatsächlich gemacht haben. Wir sehen ja das nicht nur in Deutschland, wir sehen das auch in anderen Ländern, gerade in den USA zum Beispiel, in die ich 2008 ausgewandert bin. Vielleicht hast du es neulich gesehen. Nick Fuentes, ein junger Podcaster, war bei Tucker Carlson. Nick Fuentes hat in verschiedenen Interviews ganz klar seine Sympathie für Adolf Hitler ausgedrückt. Das ist natürlich schon ein ganz grobes Unwissen, eine ganz grobe Dummheit, die hier vorliegt, wenn man solche Aussagen macht. Der braucht mal ein paar Backpfeifen, würde ich sagen, wie jeder andere auch, der solche Positionen vertritt. Denn ganz egal, was deine Meinung ist zum Dritten Weltkrieg oder auch anderen Verbrechen, die die Nazis begangen haben, meiner Meinung nach, ich bin da jemand, der absolut den Geschichtsbüchern traut, auch wenn diese vom Sieger geschrieben wurden. Ich bin hier auf der Seite der Sieger, sage ich es mal so. Aber selbst wenn du das nicht bist, selbst wenn du da anderer Meinung bist, und mir ist klar, dass es heute Narrative gibt, die hier ganz andere Gründe für den Zweiten Weltkrieg bzw. dessen Entstehung anführen. Eine Sache wirst du nicht wegargumentieren können und diese Sache ist, dass die Nazis
Nazis, dass die NSDAP, dass Adolf Hitler Volksbetrüger sind, die das deutsche Volk nach Strich und Faden verarscht haben und ausgeraubt haben und betrogen haben. Ja? Ich hatte dazu auch schon ein Video gemacht. Man redet hier von der sogenannten geräuschlosen Kriegsfinanzierung. Die Nazis wussten, wie skeptisch die Deutschen gegenüber sogenannten Kriegsanleihen waren. Das hat sie nämlich ins Verderben gestürzt im Ersten Weltkrieg. Was die Nazis schlicht und ergreifend gemacht haben, ist, dass man die Sparkassen gleichgeschaltet hat. Und dann hat man letztlich die Spareinlagen der Bürger, ohne dass die Bürger gewusst haben, zweckentfremdet letztlich. Man hat diese Gelder heimlich, im Geheimen, betrügerisch in Rüstung, in Aufrüstung finanziert. Das heißt, dieses ganze Märchen von der Aufrüstung, von der Jobgenerierung und so weiter, was ja auch noch viele immer glauben, aber der Hitler hat ja wenigstens die Autobahn gebaut, der hat ja wenigstens die Arbeitslosigkeit bereinigt, bla bla bla. Das ist alles nur deswegen möglich gewesen, weil man tatsächlich die einfachen Deutschen, die Arbeiter, die einfachen Sparer schlicht und ergreifend bestohlen hat. Ja, und die Sparkassen haben mitgemacht. Einige Sparkassen sind mittlerweile aufgewacht und leisten hier öffentlich Sühne. Viele tun es nicht. Sollten wir mal mit den SPD-Vertretern sprechen, insbesondere die als Funktionäre bei diesen Sparkassen in den Vorständen sitzen. Das wäre doch mal eine interessante Sache. Aber eben hier eine Hand hat die andere gewaschen und eine ganz schlimme, eine ganz gefährliche Rolle hat hier natürlich auch die Reichsbank gespielt, die eben auch so unabhängig war, wie es ja heute die EZB von sich behauptet, aber dazu nachher nochmal mehr. Sie war nämlich niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig und konnte deswegen diese geräuschlose Kriegsfinanzierung für Hitler, für die Nazis durchführen. Das ist alles haarklein dokumentiert, so bürokratisch wie eben die Deutschen sind. So ist es auch festgehalten. Das heißt, jeder, der hier irgendwelche Sympathien hat für die Nationalsozialisten, für Hitler, dem muss man einfach sagen, du hast einen kompletten Knall. Was diese Menschen gemacht haben, ist die Deutschen ins wirtschaftliche Verderben geführt zu haben, sie bestohlen zu haben, sie betrogen zu haben, sie beklaut zu haben, sie verarscht zu haben. Also auf die schlimmste Art und Weise. Die schlimmsten Taschenspielertricks, die schlimmsten Betrüger, die man sich vorstellen kann, das waren tatsächlich die Nazis. Also deswegen jeder, der damit sympathisiert, der hat natürlich absolut meinen Respekt verloren. Aber wie gesagt, ich will in keiner Weise sagen, dass das für die gesamte AfD zutrifft oder auch für die AfD-Anhänger. Natürlich nicht. Aber da gibt es so hin und wieder Tendenzen, die man beobachten kann, die ich ziemlich bedenklich finde. Das ist jetzt nicht nur AfD-spezifisch. Wie gesagt, das sieht man auch in den USA und in anderen Ländern. Wir haben viele Mandanten, die stehen der AfD nahe. Ich kann nicht sehen, dass diese extremistische Meinungen haben. Die haben im Grunde Meinungen, welche die CDU und CSU vielleicht vor 20 oder vor 30 Jahren hatte oder eben vielleicht auch die Republikaner in den USA in den 80er und 90er Jahren. Ja, solche Meinungen werden dort vertreten, gesunde, konservative Meinungen, nichts Extremes. Aber damit steht man eben heute schon mehr oder weniger alleine da. Also all das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, das ist jetzt wichtig für die weiteren Schlussfolgerungen, die wir in diesem Video treffen. Also, die AfD macht diesen Vorschlag hier zur Wegzugsteuer meiner Meinung nach ein sehr sinnvoller Vorschlag. Und dann ging der Shitstorm natürlich gleich los. Das kannst du dir vorstellen. Das ist das, was zum Beispiel die Frankfurter Rundschau schreibt. Ex-Millionär, Familienunternehmen wollen Deutschland bei den Steuern austricksen. Unsere Demokratie hat ein Problem von rechts, aber auch von reich, schreibt der Autor und Unternehmer Sebastian Klein auf LinkedIn. Anfang November hat die AfD-Fraktion im Bundestag einen Antrag vorgelegt, in dem es darum geht, den Paragraphen 6 im Außensteuergesetz zu streichen. Er regelt genauso wie Paragraph 17 im Einkommensteuerrecht die Wegzugsteuer. Nach deutschem Steuerrecht müssen Personen, die mindestens 1% einer Kapitalgesellschaft besitzen, wenn sie länger als 7 Jahre ins Ausland ziehen, Steuern zahlen, auch wenn sie ihre Anteile noch gar nicht verkauft haben. Früher war das anders. Milliardäre konnten ihr Vermögen noch in die Schweiz schaffen, um in Deutschland Steuern zu vermeiden. Das ist natürlich ein zutiefst unsozialer Akt. Warum soll es unsozial sein? Was daran unsozial, bitteschön? Man verdient sein Geld in einem Land, weigert sich aber dort Steuern zu bezahlen. Ist nicht so, denn die Wegzugsteuer wird auch bei ausländischen Gesellschaften tätig. Also auch wenn ich an einem amerikanischen Unternehmen beteiligt bin, was nur dort alleine sein Geld verdient, dann ist eben auch in Deutschland die Wegzugsteuer fällig. Aber das ist natürlich hier so linken Genossen wie dem Herrn Klein komplett egal. Die Details, die kann man sich natürlich schenken. Hauptsache, die Polemik stimmt. So, jetzt wird's ganz heiß. Jetzt zeigt nämlich hier der Text Me Now Klein, der Gutmensch, der einen Großteil seiner Erträge aus dem Verkauf seines Unternehmens gespendet hat. Gespendet.
wahrscheinlich an irgendwelche NGOs. Wie die AfD will auch die Stiftung Familienunternehmen Regelungen zur Wegzugsteuer abschaffen. Natürlich, weil es das Einzige ist, was Sinn macht, was das Einzige ist, was ein freiheitlich orientierter Mensch tun würde, weil es das ist, was einem der gesunde Menschenverstand natürlich sagt. Sie veröffentlichte 2022 eine Studie, in der es hieß, dass die Wegzugssteuerung radikal in das Schicksal von Familien eingreift. Genau, so ist es auch. Wer Anteile an Familienkapitalgesellschaften hält, sei durch das Gesetz in seiner Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt. Und so ist es ja auch. Es gibt in der EU die Personenfreizügigkeit und jetzt kannst du zwar von Frankfurt nach München ziehen, aber nicht mehr von Frankfurt nach Paris. Und das entspricht diametral dem Geist der Personenfreizügigkeit in der EU. Das soll nämlich damit genau verhindert werden. Es soll tatsächlich EU-Bürgern ermöglicht werden, überall in der EU zu leben, ihren Wohnsitz zu verlegen, dort Unternehmen zu gründen. Und das sind im Grunde Kapitalverkehrskontrollen, um was es hier genau geht bei dieser Wegzugsteuer. Für Klein ist das alles eine schamlose Lüge. So, jetzt geht es um die Stiftung Familienunternehmen, die viele große und mittlere Familienunternehmen fördern, nennt Klein das Lobbysprachrohr der überreichen Erben im Land. Und jetzt kommen wir eben an den anderen Punkt. Diese Stiftung hat ja nun vor kurzem angekündigt, sich gegenüber der AfD zu öffnen. Das heißt, auch Parlamentarier einmal der AfD einzuladen, mit denen Gespräche zu führen, was völlig sinnvoll ist. Denn schließlich ist ein signifikanter Anteil der Klientel mit dieser Partei verbunden, fühlt sich mit ihr verbunden, mit den Positionen verbunden, die diese Partei vertritt. Wie gesagt, Positionen, die die CDU vor 30 Jahren vertreten hat. So radikal kann es also nicht sein. Und das ist natürlich ganz schlimm für jene, die an diese Brandmauer glauben. Herr Klein hat das Ganze dann auch noch mal in einem LinkedIn-Post hier zusammengefasst. Also wie gesagt, das ist jetzt mein LinkedIn-Profil, das ist sein Artikel. Das hat also nichts miteinander zu tun, will ich nur sagen. Ich habe das in meinem LinkedIn hier geöffnet. Nicht, dass du jetzt denkst, ich hätte das geschrieben. Also, die gefährliche Nähe von Reich und Rechts geht in die nächste Runde dank den sogenannten Familienunternehmen. Auf der Liste der toxischen Lobbyorganisationen, die unser Gemeinwesen untergraben und die Demokratie beschädigen, stehen für mich der Verband, die Familienunternehmen und die Stiftung Familienunternehmen ganz oben. Also genau jene, die hier mit der AfD einen Dialog führen wollten, wobei das Ganze jetzt auch wieder abgesagt wurde. Denn wie wir alle wissen, waren es in diesem Land schon mal die Reichen und Eliten, die den Menschenfeinden der NSDAP zur Macht verholfen haben. Es ist keine 100 Jahre her, dass das Millionen Menschenleben gekostet hat. In Deutschland wird kaum darüber gesprochen, dass viele der reichsten Menschen hierzulande haben ein Vermögen geerbt, das mindestens teilweise auf die Zusammenarbeit mit den Nazis zurückgeht. Allen, die das zum ersten Mal hören, empfehle ich dringend die Lektüre von David de Jongs Buch Braunes Erbe, Englisch Nazi Billionaires. Und so weiter und so fort. Links zu diesen Artikeln packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie wir schon gesagt haben, nichts Gutes gibt es zur Nazizeit zu sagen. Natürlich gab es dort deutsche Unternehmen, die dort profitiert haben. Selbstverständlich ist das so, keine Frage, dass das natürlich moralisch verwerflich war. Zum Teil, ist ja ganz klar. Wer das getan hat, insbesondere dann, wenn er gegen das Recht verstoßen hat. Ich meine, man kann ja jemand nur für etwas belangen, wenn er gegen das Recht verstoßen hat, das zu dem damaligen Zeitpunkt der etwaigen Tat dann auch gegolten hat. Und sicherlich gibt es hier Beispiele, wie das Buch Nazi-Billionär sehr eindrucksvoll übrigens hier schildert, wo das genau passiert ist. Unter deutsche Familienunternehmen, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber wie gesagt, wie viele Familienunternehmen waren das? 5, 15, 50, ja, gemessen an den Hunderttausenden von Unternehmern, die genau das nicht betroffen hat, genau gemessen an den Dutzenden, Hunderten, Tausenden von kleinen Familienunternehmen, die hier von diesen Verbänden, von diesen Stiftungen vertreten werden, für die das absolut nicht zutrifft, ist es meiner Meinung nach doch ziemlich bedenklich, hier alle einfach über einen Kamm zu scheren. Das sind ja alles Personen, die an der Wegzugsteuer leiden, die davon betroffen sind. Wir haben jetzt ja in unserer Mandantschaft nicht unbedingt hier die ganz, ganz großen Konzerne, ja, sondern eben viele Familienunternehmer. Da sind vielleicht Unternehmer dabei, die Unternehmen haben mit ein paar 100.000 Gewinn, mit ein paar Millionen Gewinn. Und es sind diese, die genauso von der Wegzugsteuer betroffen sind, nicht nur irgendwelche Superreichen, irgendwelche Millionäre, am besten noch irgendwelche rechten Millionäre wie Elon Musk, die ja letztlich dieser Beitrag hier von Herrn Klein
im Grunde genommen meint und auf ähnliche Zustände in Deutschland hinweisen will. Sondern die Wegzugsteuer eben, sie betrifft auch die sogenannten Kleinen. Sie betrifft nämlich, wie gesagt, jeden Familienunternehmer. Dazu muss ich jetzt kein Multimilliardär sein. Im Gegenteil, die Milliardäre haben oftmals sowieso schon Strukturen geschaffen, wie zum Beispiel Stiftungen, wo das Ganze dann gar nicht zu einem großen Problem wird. So, und jetzt möchte ich eigentlich auf etwas abzielen, woran sich meiner Meinung nach ablesen lässt, wie verlogen diese Debatte wirklich ist. Denn wenn wir uns einmal die Geschichte der Wegzugsteuer anschauen, die Wegzugsteuer, die jetzt hier so sehr von Herrn Klein gepriesen wird, dann verschweigt er natürlich, dass es genau diese Wegzugsteuer ist, die einen sehr, sehr dunklen Bezug zur Nazi-Vergangenheit Deutschlands hat. Eine Vergangenheit, die natürlich absolut beschämend und verachtenswert ist, wie ich es ja gerade eben in aller Detailtiefe dargelegt habe. Die Wegzugsteuer wurde grundsätzlich vor den Nazis unter Kanzler Brüning eingeführt, aber die Nazis haben sie dann wirklich als Waffe verwendet, als Waffe gegen die Juden, aber nicht nur gegen die Juden, auch gegen die eigene Bevölkerung. Das Ganze ging dann so weit, dass man irgendwann unter Androhung der Todesstrafe von den Menschen verlangt hat, dass sie Vermögen, das sie im Ausland aufbewahrt haben, zum Beispiel Gold, den Behörden melden musste. Das ist der historische Kontext. Die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland haben sich so sehr geschämt vor dieser antidemokratischen, antifreiheitlichen Gesetzgebung, damals noch Reichsfluchtsteuer genannt, dass man diese ersatzlos gestrichen hat. Natürlich dann unter den Linken, nämlich in den 70er Jahren, hat man sie wieder eingeführt. Man weiß ja, dass es dort relativ wenig Skrupel gibt, diesbezüglich hier auch gelungene Konzepte aus der Geschichte zu borgen, sage ich jetzt mal. Also, man sollte sich schämen als Staat, wenn man eine solche Steuer einführt und solche Konzepte der Nazis fortführt. Da sieht man wieder mal dran, dass die Entnazifizierung in Deutschland tatsächlich gescheitert ist. Und das sieht man nicht an der AfD, sondern das sieht man nämlich genau an solchen Argumenten, die Herr Klein ja gerade vorbringt, wo er sich für diese Wegzugsteuer ausspricht. Aber ich befürchte, dass es damit noch nicht zu Ende ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Reichsbank eine sehr dunkle Rolle hatte in der Nazizeit. Die deutsche Bevölkerung, die deutschen Sparer wurden enteignet und sie wurden beraubt und beklaut durch die Nazis, und die Reichsbank hat mitgemacht. Die Reichsbank war sehr unabhängig, sie war niemandem Rechenschaft schuldig. Ganz anders als die Bundesbank, die dann in der Bonner Republik gegründet wurde. Sie war dem Deutschen Bundestag, also den gewählten Volksvertretern, gegenüber Rechenschaft schuldig. Sie war zwar unabhängig von der Bundesregierung, aber natürlich der Legislative, also dem Bundestag, gegenüber Rechenschaft schuldig. So. Jetzt, was denkst du, was in der EU abgeht? Hier bei der EZB. Welchem Beispiel folgt die EZB? Folgt die EZB der Bundesbank der Bonner Republik, die Rechenschaft schuldig war gegenüber Vertretern, welche das Volk gewählt haben, oder folgt sie dem düsteren Beispiel der Reichsbank, welche die Bürger beklaut und betrogen hat? Naja, sie folgt natürlich letzterem. Auch die EZB ist völlig unabhängig. Sie ist niemandem Rechenschaft gegenüber schuldig. Wichtige Mitarbeiter der EZB genießen diplomatische Immunität. Sie können alles machen, ohne dafür belangt zu werden. Also auch hier kann man sagen, das Problem ist nicht die AfD. Auch wenn es in der AfD möglicherweise problematische rechtsextreme Tendenzen gibt. Das Problem ist das, was wir so als so ultrademokratisch eigentlich bezeichnen und das Nonplusultra der Moderne und der modernen Staatsform, nämlich die EU. Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Wenn du dir anschaust, welcher Geist vielfach in den deutschen Strafverfolgungsbehörden vorherrscht, dann muss man sich schon wirklich fragen, wie gut tatsächlich die Entnazifizierung funktioniert hat. Denn wie hier Bürger verfolgt werden wegen irgendwelchen Tweets zum Beispiel, wegen irgendwelchen Bildern, die dort geteilt werden, wo dann tatsächlich die Wohnung gestürmt wird, die Wohnung durchsucht wird, das hat doch schon stark totalitäre Züge, das muss man wirklich sagen. Das erinnert an die Gestapo. Nochmal, ich will jetzt hier natürlich keine allgemeinen Vergleiche führen. Mir ist völlig klar, es gibt ganz tolle Richter, Staatsanwälte, Polizisten, hundertprozentig. Ich will das nicht verallgemeinern, aber so bestimmte Tendenzen, die man dort beobachten kann in der deutschen Justiz, die sind doch wirklich sehr besorgniserregend. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. CBS 60 Minutes, also ein amerikanisches Format, ist hier doch mal mit ein paar deutschen Staatsanwälten losgezogen und hat die mal begleitet bei der Arbeit, nämlich genau solche Leute, die dann solche Tweeter hier verfolgen. Und da gibt es eine Szene, wo diese Staatsanwälte in einem Raum sitzen und dann hier sehr geisterhaft lachen, sich darüber totlachen, welchen Schaden sie jetzt dem Bürger zufügen werden, den sie jetzt hier gleich festnehmen und dem sie die Bude stürmen würden. Und das ist wirklich ein gespenstisches Lachen, ein Lachen, wo es dir eiskalt den Rücken hinunterläuft. Es erinnert mich an zwei andere Bilder, die ich dabei im Kopf habe, nämlich zum einen mal Joker
bei Batman, der lacht auf die gleiche gespenstische, unheimliche Weise. Und es erinnert mich dann auch an die Nazi-Schergen, die bei den Nürnberger Prozessen sitzen und dann hier teilweise auch zum Beispiel lachen. Auch das hat einen sehr gruseligen Charakter, muss man sagen. Es ist dieses Lachen der Überheblichkeit, der Machtfülle, dass man sich über die Kleinheit des anderen lustig macht, dass man trunken ist an der eigenen Machtfülle oder an der Illusion der eigenen Machtfülle. Und ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele aufzählen, zum Beispiel, dass in Deutschland wirklich freies, vom Staat unabhängiges Lernen nicht möglich ist, dass in Deutschland Privatschulen verboten sind. Auch Privatschulen in Deutschland sind vom Staat finanziert und wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Homeschooling ist in Deutschland genauso verboten, genau aus dem Grund. Man muss sich fragen, geht es hier eigentlich um Indoktrinierung? Also, und das muss man eigentlich den ganzen linken Brüdern, wie zum Beispiel dem Herr Klein, mal sagen. Das sind die wirklichen Probleme, denn das sind die Probleme, die nicht erkannt werden. Das sind die Probleme, die nicht konfrontiert werden. Und das sind die Probleme, die wir uns ganz tief im System festsetzen. Das sind Hinweise darauf, dass wir offensichtlich die Vergangenheit noch nicht bewältigt haben. Und hier muss ich nun Herrn Höcke von der AfD widersprechen, wenn er gerne das Mahnmal für die Juden aus dem Zentrum Berlins entfernen möchte. Ich denke, das muss genau da bleiben, denn all die Politiker, die dort im Bundestag sitzen und genau verantwortlich sind für die Missstände, die ich gerade eben genannt habe, die müssen das jeden Tag sehen und die müssen sich im Grunde vergegenwärtigen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Ja? Also zu sagen, dass jetzt hier die AfD die neue NSDAP ist ja wohl völlig komplett abwegig. Ja? Aber dass es die Risiken vielmehr sind im Verborgenen, die stecken tief im Verwaltungsapparat fest, in Gesetzgebung. Das, was wir jetzt gerade in diesem Video besprochen haben, da lauert der dunkle Geist der Vergangenheit. Ja. Und für dich heißt das konkret, dass du dich fragen solltest, ob das noch dein Land ist, wo du jetzt Vermögen aufbauen willst. Vielleicht solltest du die Wegzugsteuer in Kauf nehmen und ins Ausland gehen. Viele meiner Mandanten tun es genau aus den Gründen, die ich genannt habe, weil man einfach das Gefühl hat, da passt irgendwie alles nicht mehr so richtig zusammen. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Deutschland, die EU, die bewegen sich in die falsche Richtung. Das sind jetzt relativ lange Ausführungen gewesen zu diesem wichtigen Thema. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich bei einem unserer Events begrüßen zu dürfen. Details dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Fragen zu beschäftigen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.